Die riesigen Pranken mit ihren mächtigen Krallen konnten keinen Halt auf den vom Wasser überströmten Steinen finden. Die Bärin mit ihrem Jungtier hatte sich auf den Weg zum Fischen gemacht, doch die Strömung und die Unerfahrenheit des Kleinen machten alles zunichte. Jedes Mal, wenn der kleine Bär ins Wasser geriet, knurrte die Mutter gereizt, doch die Naturgewalten warfen ihn immer wieder zu Boden. Schließlich wateten sie ins seichte Wasser, wo die Strömung die Fische mit sich trug. Normalerweise gelang es ihnen, bis zu einem Dutzend Fische zu fangen, doch der kleine Bär spielte lieber, als zu fischen. Die Ufer waren dicht mit Büschen bewachsen. Schon auf dem Weg zum Fluss bemerkten die Tiere einen Fischer. Die Bärin musterte ihn gleichgültig, während der neugierige Jungbär sofort losrannte. Die Bärin fand einen Abstieg zum Fluss und stieg sicher ins Wasser. Der Kleine sprang hinterher, plumpste hinein, holte die Mutter aber schnell ein. Die Tiere wateten durch das seichte Wasser, doch schon einen Meter weiter begann der Abgrund. Der kleine Bär, abgelenkt von einer Libelle, trat ins Leere und fiel ins Wasser. Die Strömung riss ihn mit sich, trug ihn davon. Er paddelte verzweifelt, kam aber nicht hoch. Die Bärin stürzte hinterher, doch die Flut schleuderte sie gegen die Felsen. Sie schürfte sich das Fell auf, kämpfte aber weiter, um ihr Junges zu retten. Schließlich, als sie ihre Ohnmacht erkannte, rannte sie um Hilfe. Jegor Petrowitsch kam von einem erfolglosen Angelausflug zurück. Plötzlich stand die Bärin vor ihm. Der Mann erstarrte, doch das Tier griff nicht an, es schien ihn bloß zum Fluss führen zu wollen. Am Ufer angekommen, sah Jegor den kleinen Bären, der zwischen den Steinen feststeckte. Er band ein Seil an einen Baum, nahm ein Keschernetz und schwamm zu dem Tier. Die Strömung warf ihn gegen die Felsen, doch er schaffte es, den Bären zu greifen. Plötzlich spannte sich das Seil, die Bärin zog es ans Ufer. Als er herausgeklettert war, ließ Jegor den kleinen Bären frei. Die Bärin umarmte ihr Junges und verschwand im Wald. Nass und zerschunden kehrte der Mann nach Hause zurück. Zuerst glaubte ihm niemand, bis ein Pilzsammler die verletzte Bärin mit ihrem Jungen sah. So wurde Jegor zur Legende, und die Tiere waren der lebende Beweis seiner Geschichte.